Das hier ist das Godox VEC S und es ist ein kabelloses Mikrofon, das speziell für Sony-Kameras entwickelt wurde. Es lässt sich nämlich direkt auf den Multi-Interface-Schuh deiner Kamera stecken. Das Beste daran ist, dass du es auch über USB-C mit deinem Smartphone, auch mit deinem iPhone verwenden kannst und es nur einen Bruchteil vom DJI Mic 2 kostet und welches mit einem Adapter ebenfalls mit dem Multi-Interface-Schuh deiner Sony-Kamera funktioniert. Das DJI Mic 2 ist zwar ein sehr gutes kabelloses Mikrofon, kostet aber mit dem Sony-Adapter eben 360 €. Im Vergleich dazu ist das Godox VEC S deutlich erschwinglicher, aber natürlich stellt sich dann auch die Frage, wie viel Leistung du für diesen günstigen Preis bekommst und ob es wirklich an die teuren Modelle rankommt. Das Godox VEC S bietet tatsächlich einige Vorteile, die das DJI Mic nicht hat. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal des Mikrofons ist beispielsweise das integrierte Mikrofon auf der Rückseite des Empfängers. Damit kannst du dich selbst aus dem Off aufnehmen, auch wenn du keinen Sender selbst trägst. Damit kannst du den Ton von dir und 2 weiteren Akteuren aufnehmen. Das ist besonders praktisch, wenn man zum Beispiel auf einer Messe eine Produktpräsentation filmen möchte und die eigene Stimme als fragender Interviewpartner zu hören sein soll. Diese Funktion ist einzigartig und ich habe es noch bei keinem anderen Mikrofon in dieser Kategorie gesehen. Ja, und ein weiterer Vorteil ist die sichere Befestigung des Empfängers auf der Sony-Kamera mit einer Einrastfunktion. Der Empfänger des Godox VEC S hat eine Verriegelungstaste, die ein sicheres Einrasten im Blitzschuh deiner Sony-Kamera gewährleistet. Das DJI Mic zum Beispiel hat das nicht und könnte theoretisch während der Aufnahme, wenn es wackelt, von den Kontakten sich lösen. Du hast also nicht die Sicherheit, dass es auch an Ort und Stelle bleibt, wo es bleiben sollte. Ja, auch die lange Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden ist um 2 Stunden besser als beim DJI Mic 2. Diese Laufzeit kann durch die Verwendung des mitgelieferten Ladeetuis auf insgesamt bis zu 21 Stunden verlängert werden. Beim DJI Mic auf insgesamt bis zu 15 Stunden. Das sind schon ein paar Stunden Unterschied. Ich habe es aber bei beiden noch nie ausreizen können und glaube auch, dass es für die Zielgruppe, für die es gebaut wurde, gar nicht notwendig ist, so lange am Stück filmen zu können. Aber es ist gut zu wissen, dass es ginge. Ja, und apropos Ladeetui, im Lieferempfang des Godox ist natürlich ein praktisch kleines Hardcase-Etui für den Transport, die Aufbewahrung und das Laden enthalten. Wie beim DJI Mic 2 auch. DJI hat es ja praktisch erfunden. Ohne so ein Ladecase schaue ich mir ein Mikrofon heute auch gar nicht mehr an. Es ist einfach zu praktisch, wenn das Mikrofon immer sofort einsatzbereit ist, wenn du es aus dem Ladecase rausholst. Ja, und den Test mache ich mal sowohl am iPhone als auch an der Sony-Kamera, damit du hier auch mal siehst, dass die sich nicht anders verhalten. Ich gehe hier ungefähr 25 Meter weit weg und manche Mikrofone steigen aus, weil ich mit dem Rücken zu denen gewidmet bin und die Verbindung dann quasi unterbricht. Jetzt bin ich 25 Meter entfernt und so hört sich das an, wenn du mit dem Mikrofon Aufnahmen auf weite Entfernungen und vor allem draußen machen würdest, wenn keine Wände, keine großen, keine nahen Wände in der Nähe sind, die das Signal reflektieren können und trotzdem empfangen werden. Also draußen ist es wirklich schwer, ein Signal vernünftig zu strecken. Ja, und hier das Ganze nochmal an der Sony ZV-E10 und so hört sich das eben an, wenn du direkt mit der Sony-Kamera das Ganze aufnehmen würdest. Ich habe jetzt keine Noise Reduction hier drin. Du hörst vielleicht ein bisschen Baustellengeräusche. Die Baustelle ist ungefähr 100 Meter weit weg. Und so hört sich das an, wenn du das direkt auf die Kamera aufnehmen würdest, auf 25 Meter Entfernung. Es sollte hier natürlich absolut identisch klingen wie zum iPhone, denn das Signal ist ja digital. Du kannst zwischen digitalem Signal und analogem Signal umschalten. Wenn du eben per Kabel aufnimmst, solltest du das analoge Signal
nehmen, wählen. Und da könnte sich der Ton nochmal unterscheiden. Aber für mich ist hier USB-C und die Sony-Kamera-Adapter bzw. der Sony-Kameraschuh wichtig. Deswegen teste ich jetzt das analoge Signal hier nicht. Ja, und wie du sehen konntest, ist die Reichweite von dem Godox VEC S durchaus solide und du hörst auf Entfernung keinen Unterschied zu einer nahen Entfernung. Das heißt, die Kompression wird dadurch nicht stärker und du hörst immer noch eine sehr gute Qualität, die aus dem Mikrofon in das iPhone, in die Sony-Kamera zurückkommt. Das Godox VEC S hat aber auch einige Nachteile, muss man dazu sagen. Zumindest im Vergleich zum DJI Mic. Die Sender des Godox haben keine interne Aufnahmefunktion zum Beispiel. Wenn es also zu Verbindungsproblemen kommen sollte, geht die Aufnahme verloren. Das DJI Mic 2 hat eine interne Aufnahmefunktion, mit der du deine Audioaufnahmen zusätzlich zu der Funkübertragung auch weiter nochmal sichern kannst und im Fall der Fälle die lokal gespeicherte Aufnahme mit dem Video synchronisieren kannst. Die Sender des Godox können zudem nicht magnetisch befestigt werden. Und das macht es schwieriger, die diskret oder an einem Shirt ohne Kragen zu platzieren. Im Kragen könnte ich es jetzt hier dran machen, aber im Shirt muss ich es hier wirklich so positionieren. Ist in Ordnung, aber es wäre halt schön, wenn es auch irgendwie hier positioniert werden könnte. Ja, und die Sender des Godox haben auch keine Anschlüsse für externe Lavalier-Mikrofone. Für meine Zwecke ist das nicht so relevant, weil ich es lieber ohne Lavalier benutze. Aber wer die Sender gern verstecken würde, könnte nicht einmal mit einem Lavalier-Mark hier arbeiten. Ja, ein weiterer kleiner Nachteil ist, wenn du das Godox an die Sony Cam ansteckst, kannst du den Pegel nur noch mit den Tasten am Empfänger des Mikrofons verstellen, nicht mehr in der Kamera selbst. Hierbei hast du absolut keine optische Kontrolle darüber, was im Mikrofon gerade eingestellt ist. Ja, und die Klangqualität des Godox ist gut, das hörst du ja jetzt. Für meinen Geschmack klingt es etwas zu flach und könnte ruhig vom tiefen Frequenzgang mehr aufnehmen. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau. Aber ich kann dir ja viel erzählen. Lass uns das doch mal mit dem DJI Mic und dem Hollyland Lark M2 vergleichen. So, jetzt hörst du das Hollyland Lark M2 Mikrofon und du siehst schon eines der größten Vorteile von diesem Mikrofon. Der Sender ist einfach unglaublich klein, magnetisch überall befestigbar und ja, so gut wie unauffällig, beziehungsweise sieht sogar gut aus. Im Vergleich zum Godox ist es definitiv ein großer Vorteil. Aber hier soll es nicht um das Aussehen, hier soll es um die Soundqualität gehen. Ja, jetzt hörst du das DJI Mic 1 und du siehst auch schon eines der größten Nachteile vom DJI Mic. Du kannst es zwar mit einem Magnet an meinem Shirt befestigen, aber der Sender ist so schwer, dass diese Art von Aufnahmen eigentlich so gut wie nicht zu gebrauchen sind. Das heißt, ich müsste es schon so wie... Das heißt, ich müsste es schon genauso wie das Godox an meinem Kragen befestigen und hier hören wir dann eben den Vergleich zwischen dem Godox VEC S, dem Hollyland Lark M2 und dem DJI Mic 1 und ich bin schon in den Kommentaren gespannt, welches der beiden Mikrofone dir am besten gefällt. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit in mein iPhone gesprochen, weil es einfach für mich noch intuitiver ist. Die Sony-Kamera habe ich noch nicht so lange. Aber ich möchte dir natürlich nicht vorenthalten, wie das Mikrofon direkt an der Sony-Kamera klingt. Könnte ja sein, dass es anders klingt und die Sony-Kamera die Signale anders verarbeitet als über den USB-C-Port. Und ich habe hier so einen kleinen Stecker, den ich mir zusätzlich gekauft habe. Das ist ein USB-C auf USB-C-Stecker. Den bräuchtest du dafür, wenn du das Mikrofon mit USB-C an dein iPhone anschließen möchtest. Du kannst natürlich hier ein beliebiges USB-C-Kabel nehmen. Beliebig nicht ganz, es muss USB 3
unterstützen und Datenübertragung, also nicht nur ein Ladekabel. Es ist auch alles dabei, was du für eine andere Kamera benötigst. Und wir schauen einfach mal rein, was mit dem Mikrofon dabei ist, damit du auch mal siehst, was für Kabel, was für Adapter und was für eine Tasche dabei ist. So, schauen wir mal, was haben wir hier dabei? Hier ist die Kiste. Da drin ist ein schönes Täschchen. Ich weiß zwar nicht, wofür man das braucht, weil das ist doch zu groß zum Mitnehmen, aber gut. Haben sie wohl Rode Pro nachgemacht, denn das Rode Pro hat genauso ein Case. Hier haben wir dann das Mikrofon mit dem Kästchen. Ich nutze jetzt natürlich für die Aufnahme das Mikrofon. Dann haben wir hier noch so ein Klinkenkabel für Smartphones, nicht für Kameras. Dann haben wir hier noch ein USB-C Ladekabel auf USB-A und wir haben ein Klinkenkabel für Kameras. Ja, und mehr ist tatsächlich auch in der Kiste nicht dabei. Mehr brauchst du aber auch nicht, weil du willst ja gerade keine Kabel haben. Stimmt nicht. Hier sind noch 3 Puschel dabei. Einen habe ich jetzt schon in meiner Tasche. Die Puschel lassen sich sehr einfach aufsetzen und das große Puschel hier ist für den Empfänger. Da ist nämlich auch ein Mikrofon dran. Und ich kann dir das einmal zeigen, wie leicht die sich aufsetzen lassen. Einfach hier die Haare wegstreichen und dann einfach draufsetzen. Fertig. Es hängt ziemlich gut, fällt nicht ab, funktioniert einfach und gut. Das Godox hat auch eine eingebaute Geräuschunterdrückung, so wie das die anderen beiden Mikrofone auch haben. Das ist besonders praktisch, wenn du in lauten Umgebungen filmst. Die Geräuschunterdrückung reduziert Hintergrundgeräusche und sorgt für eine klare Audioaufnahme. Ja, wir sind hier an einer lauten Straße. Und hier kann sich das Mikrofon am besten beweisen, was das Noise Cancelling angeht. Ich schalte das mal eben ein. Jetzt ist das Noise Cancelling an und ich hoffe, dass du hier hören kannst, wie gut das funktioniert und wie wenig es meine Stimme rausfiltert, weil das wäre ja doof, egal wie gut das Noise Cancelling ist, wenn die Stimme dann richtig zerhackt werden würde. Das Mikrofon hat natürlich auch einen Windpuschel, den du unbedingt draußen benutzen solltest. Und das Ding kannst du auch wirklich sehr leicht draufsitzen. Ich nehme das jetzt mal ab. Und jetzt hörst du, warum das Windpuschel draußen unbedingt eine Pflicht ist. Und bei vielen Mikrofonen lässt sich das sehr, sehr schwer draufsetzen. Unter anderem auch beim Hollyland Lark M2. Da hast du ein komplettes Windpuschel um das ganze Mikrofon, sodass du dann gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Das heißt, du kannst dein Mikrofon dann nicht mehr richtig richten. Dann kannst du auch quasi gar nicht mehr das Mikrofon auf deinen Mund richten. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, warum ich bei dem Mikro noch nie das Windpuschel benutzt habe. Vor allem, es dreht sich dann ja auch und wenn du es irgendwem aufgesetzt hast, weißt du gar nicht mehr, wo dran du bist. Ja, und für mich ist das Godox VEC S ein sehr gutes kabelloses Mikrofon. Und das ist auch für alle, die eine günstige und eine unkomplizierte Lösung für die Sony-Kamera suchen. Für mich besonders wichtig ist, dass du es nicht nur an der Sony-Kamera anschließen kannst, sondern auch per USB-C an dein iPhone 15 oder später. Ja, und natürlich per Klinkenstecker an jede andere Kamera auch. Das macht das Mikrofon sehr flexibel. Damit hast du für alle möglichen Kombinationen immer das richtige Mikrofon dabei. Ich hatte früher wirklich 3 verschiedene Wireless-Mikrofone in meiner Tasche und jetzt brauche ich nur noch eins und das reicht für alle Zwecke, die ich habe. Sei es mit dem iPhone, sei es mit dem PC, sei es mit meinem Mac, sei es mit der Sony-Kamera, sei es mit einem Android-Smartphone. Alles funktioniert nur mit diesem einen Mikrofon und ich habe alles dabei, was ich brauche, in einer kleinen Kiste.